Eines der Themen, das wir am häufigsten in der Beratung besprechen, ist das Thema Unternehmensbewertung im Kontext einer Auswanderung. Wenn du Unternehmer bist oder Freiberufler, dann betrifft dich dieses Thema, egal ob du eine GmbH hast oder ein Einzelunternehmen. Alle weiteren Details dazu jetzt in diesem Video. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich weiß ja, dass viele von euch planen, zum Jahreswechsel auszuwandern. Deswegen haben wir in der zweiten Jahreshälfte 2024 noch einige interessante Seminare und Workshops für Auswanderer geplant. Bei allen unseren Seminaren geht es um Themen wie rechtssichere Steueroptimierung im Ausland, Vermögensschutz außerhalb der EU und natürlich auch zweite Staatsbürgerschaften. Neben einem intensiven Kurs- und Seminarprogramm gibt es immer viel Raum für Networking bei unseren Events. Networking mit mir, mit Daniel und natürlich den anderen Teilnehmern. Das Beste ist, dass dein Ehepartner, Lebenspartner oder Geschäftspartner kostenlos zum Seminar, zum Workshop mitkommen kann. Alle weiteren Informationen zu unseren Seminaren und Workshops findest du im ersten Kommentar zu diesem Video. Ich würde mich freuen, dich bei einem unserer Events dieses Jahr kennenzulernen. Wenn man im Deutschen von der Wegzugssteuer spricht, dann spricht man üblicherweise hier von einer Kapitalgesellschaft im In- oder Ausland, an der man zumindest 1% beteiligt ist. Zieht man ins Ausland um, dann werden die stillen Reserven aufgedeckt. Das heißt letztlich, die Anteile werden bewertet und auf den Wert der Firmenanteile muss man dann eine Steuer bezahlen. Das bezeichnet man als Wegzugsteuer. Die Wegzugsteuer ist keine eigene Steuer. Sie ist letztlich eine Variante der Einkommensteuer. Sie wird auch dann fällig, wenn das Unternehmen weiter in Deutschland bleibt. Es geht also nicht um den Wegzug des Unternehmens, sondern um deinen Wegzug, der an dieser Gesellschaft beteiligt ist. Wenn du nun ein Einzelunternehmen hast, dann gibt es keine Wegzugsteuer, also nicht die Wegzugsteuer, die im Falle von Kapitalgesellschaften fällig wird, aber es gibt eine Steuer bei Wegzug und hier sprechen wir von der Entstrickungsbesteuerung. Diese Steuer wird fällig, wenn du das Unternehmen mit ins Ausland nimmst. Also als Beispiel, du bist Softwareentwickler, du hast ein Einzelunternehmen, du ziehst ins Ausland um und wirst in Zukunft vom Ausland aus Software entwickeln. Dann kommt es zur Funktionsverlagerung, das heißt, das Einzelunternehmen wird ins Ausland verlagert. Dann wird keine Wegzugsteuer fällig, denn die wird nur bei Kapitalgesellschaften fällig, aber es wird eine sogenannte Entstrickungsbesteuerung fällig. Das heißt, es passiert letztlich das Gleiche wie bei der Wegzugsteuer. Der Wert deines Einzelunternehmens wird berechnet und auf diesen Wert muss man dann Steuern bezahlen, wenn man Deutschland verlässt. Diese Steuer ist aber wohlgemerkt nur fällig, wenn du das Unternehmen mit ins Ausland nimmst. Hast du zum Beispiel ein Hotel, was du in Deutschland betreibst als Einzelunternehmen und du ziehst ins Ausland um und das Hotel bleibt in Deutschland logischerweise. Du hast dort einen Geschäftsführer, du hast Angestellte, die sich um das Hotel kümmern. Dann wird natürlich keine Entstrickungsbesteuerung fällig, denn der Betrieb wird ja nicht ins Ausland verlagert. Es kommt nicht zur Funktionsverlagerung, sondern der Betrieb bleibt in Deutschland. Und dann hast du den Vorteil, dass du eben keine Wegzugsteuer bezahlen musst, anders als wenn das Unternehmen jetzt zum Beispiel als GmbH in Deutschland betrieben würde. Das heißt also, sowohl bei der Wegzugsteuer als auch bei der Entstrickungsbesteuerung kommt es auf den Wert des Unternehmens an. Ja, das Finanzamt will von dir wissen, was das Unternehmen wert ist und du musst dann letztlich hier eine Angabe machen zu der Steuer, die hier fällig wird. Wir kennen ja dazu alle möglichen Horrormeldungen. Wir selbst haben ja dazu auch schon mehrere Videos gemacht. Also standardmäßig zum Beispiel verwendet das Finanzamt hier vielfach die sogenannte vereinfachte Ertragswertmethode. Das heißt, der Durchschnittsgewinn der letzten 3 Jahre wird mit 13,75 multipliziert. Ein Unternehmen, was also durchschnittlich 100.000 Euro Gewinn macht, ist somit 1,375 Millionen wert. Wenn du nun Deutschland verlässt, dann kannst du davon ausgehen, dass eben hier eine Steuer von 375.000 Euro fällig wäre. Ist natürlich völlig unrealistisch, kann keiner bezahlen, will keiner bezahlen. Ja? Daher wollen wir uns jetzt anschauen, wie man die Bewertung realistisch gestalten kann und dennoch natürlich hier kein Ärger mit dem Finanzamt bekommt.
Grundsätzlich ist alles relativ einfach, wenn dein Gewinn nicht mehr als 100.000 Euro beträgt und du auch ansonsten kein Betriebsvermögen hast. Hast du natürlich eine GmbH, die Immobilien besitzt, Millionen auf dem Bankkonto hat, dann ist der Wert nicht der Wert, von dem ich jetzt spreche. Aber mal angenommen, du hast jetzt eine einfache Dienstleistungs GmbH oder ein Einzelunternehmen und der Gewinn ist so ungefähr nicht mehr als 100.000, 120, 140.000 Euro, dann kannst du hier einen realistischen Unternehmerlohn ansetzen. Und dieser Unternehmerlohn reduziert ja dann den Wert der Gesellschaft, weil er natürlich den Gewinn, den die Gesellschaft pro Jahr erwirtschaftet, reduziert. Ein Beispiel. Mal angenommen, du hast ein Einzelunternehmen und dieses Einzelunternehmen erwirtschaftet einen Gewinn von 100.000 Euro. Nimmt man jetzt die vereinfachte Ertragswertmethode, dann wären wir eben hier bei einem Wert von 1,375 Millionen Euro, völlig unrealistisch. Nun setzt du aber einen Unternehmerlohn an von, sagen wir mal, 100.000 Euro pro Jahr. Wenn du nun diesen Unternehmerlohn hier abziehst vom Gewinn, bleibt ja letztlich als Gewinn nichts mehr übrig. Dann ist der Gewinn null. Dann kannst du also auch hier den Gewinn von 0 mit 13,75 multiplizieren. Er bleibt weiterhin null. Insofern ist dann dein Unternehmenswert null. Das heißt, du musst keine Entstrickungssteuer bezahlen, wenn du auswanderst. Das Gleiche gilt natürlich auch bei einer GmbH. Auch dort kannst du einen Unternehmerlohn ansetzen und auch dort hätte es den gleichen Effekt. Auch hier könntest du die Wegzugsteuer eliminieren, wenn du einen entsprechenden Unternehmerlohn ansetzt. Trickreich wird es nun für dich werden, wenn dein Unternehmen deutlich mehr Gewinne macht als die gerade eben diskutierten 100.000 bis 120.000 Euro. Denn es ist eben so, dass ein realistischer Unternehmerlohn normalerweise nicht viel höher sein kann. Natürlich, wenn dein Unternehmen jetzt hier riesige Millionen Umsätze macht, dann kannst du auch einige 100.000 an Unternehmerlohn ansetzen, aber nicht in der Konstellation, die wir gerade eben besprochen haben. Wenn also, sagen wir mal, dein Unternehmensgewinn 200.000 Euro ist, dann setzt du 100.000 als Unternehmerlohn an, dann hast du immer noch 100.000 Gewinn und dann sind wir wieder bei diesen 1,375 Millionen Bewertungen. Hier ist also dann die vereinfachte Ertragswertmethode nicht geeignet. Hier müsstest du nun einen Gutachter, also einen Wirtschaftsprüfer zum Beispiel, bestellen, der eine Bewertung des Unternehmens macht. Er ist hier relativ flexibel bei der Bewertungsmethode und kann hier verschiedene Faktoren mit einberechnen. Wir haben das zum Beispiel hier während der Covid-Zeit gesehen. Wir hatten hier mehrere Mandanten, die hier Teststationen betrieben haben. Die haben gigantischen Umsatz und Gewinn gemacht für mehrere Jahre. Aber es war natürlich dann absehbar, dass im nächsten und übernächsten Jahr der Umsatz und Gewinn komplett einbricht und gegen Null geht. Das kann der Wirtschaftsprüfer natürlich berücksichtigen. Ja? Das heißt, selbst wenn der Umsatz und der Gewinn in den letzten beiden Jahren enorm war, ist die Unternehmensbewertung entsprechend anzupassen, wenn ein solcher Gewinn in Zukunft nicht erwartet wird. Das heißt, auch bei einem sehr hohen Gewinn, zum Beispiel 1 Million, ist der eigentliche Unternehmenswert möglicherweise sehr gering, wenn dieser Gewinn in Zukunft nicht weiter erwartet wird. Vielleicht bricht der Markt zusammen, vielleicht ist das Produkt nicht mehr verkaufbar. Also du müsstest hier mit dem Wirtschaftsprüfer zusammen Faktoren identifizieren, die sich negativ auf den Unternehmenswert auswirken. Denn das hilft dir, die Bewertung zu reduzieren. Es könnte auch sein, dass du sagst, ich bin ausgebrannt, ich will das Unternehmen so nicht weiter betreiben. Wenn du der entscheidende Erfolgsfaktor in dem Unternehmen bist, dann kann das Unternehmen so nicht weiter existieren, wenn du nicht mehr in der Lage bist, weiter zu arbeiten. Auch das würde sich negativ auswirken. Wir haben Mandanten, da macht die Konkurrenz aus China gigantische Probleme. Das heißt, auch wenn das Unternehmen jetzt erfolgreich ist, dann ist damit zu rechnen, dass die Chinesen dem Unternehmen in den nächsten paar Jahren komplett das Wasser abgraben. Auch das wirkt sich negativ auf die Bewertung aus. Auch wenn du zum Beispiel keine langfristigen Verträge hast, könnte dies ein weiterer Grund dafür sein, dass das Unternehmen nicht sehr viel wert ist. Das sind alles Faktoren, die der Wirtschaftsprüfer dann berücksichtigen kann. Das heißt, selbst wenn du einen hohen Gewinn machst, deutlich mehr als 120.000 oder so, kann der Wirtschaftsprüfer dennoch möglicherweise zu dem Ergebnis kommen, dass dein Unternehmen nur sehr wenig wert ist. Ja? Wenn deine Kunden reihenweise pleite gehen. Also hier gibt es viele Gründe, warum der Unternehmenswert tatsächlich viel niedriger sein könnte als zum Beispiel die vereinfachte Ertragswertmethode
vermuten ließe. Die vereinfachte Ertragswertmethode ergibt eben nicht immer oder meistens sogar nicht eine realistische Bewertung. Es gibt Fälle, da ist es so, aber eben vielfach nicht. Und hier kannst du dann durch einen Wirtschaftsprüfer eine andere Bewertung anfertigen lassen. Der Vorteil ist, dass in den allermeisten Fällen weit über 90% diese Bewertung vom Finanzamt akzeptiert wird. Und du musst dann hier dich nicht mit dem Finanzamt rumschlagen. Nachteil ist natürlich, dass das Ganze nicht billig ist. Also eine Bewertung durch einen Wirtschaftsprüfer kann schnell 15.000 oder 20.000 Euro kosten. Leider. Normalerweise kriegst du das locker dadurch raus, dass du weniger Steuern bezahlen musst. Vielfach macht es übrigens Sinn, ein bisschen Steuern zu bezahlen. Es wird vom Finanzamt vielfach als Affront gewertet, wenn du überhaupt keine Steuern bezahlst. Also hier als ein Schlag ins Gesicht. Das willst du normalerweise nicht tun. Du willst hier nicht provokant auftreten. Vielleicht zahlst du 5.000 Euro Steuern, vielleicht 10.000, vielleicht 20.000. Hängt natürlich alles vom Gesamtwert und von der Größe des Unternehmens ab. Aber vielfach sind das so Beträge, mit denen du dann hier rauskommst. Wie gesagt, wenn dein Unternehmen tatsächlich Vermögen hat, wenn du große Fuhrparks hast, Immobilien, wenn du hier große Beträge auf dem Konto hast, dann ist der Substanzwert des Unternehmens natürlich so groß, dass hier eine tatsächliche niedrige Bewertung vielfach nicht möglich ist. Das ist ja völlig klar. Auch wenn du jetzt zum Beispiel Lagerbestände hast, dann sind natürlich diese hier entsprechend zu bewerten nach ihrem Marktwert. Und hier hängt es dann stark davon ab, was die Produkte sind. Wenn es vielleicht Modeartikel sind, dann sind ja diese in der nächsten Saison nichts mehr wert. Das heißt, auch hier kann man relativ großzügig dann mit der Bewertung umgehen. Aber wie gesagt, vielfach ist das natürlich nicht der Fall. Ich würde raten, sei optimistisch betreffend der Bewertung. Man kann hier auch ruhig bei der Bewertung ein bisschen sportlich sein, solange man es begründen kann. Ja, das ist keine Steuerhinterziehung. Ja. Allerdings sollte auf jeden Fall die Bewertung fundiert sein. Du musst Dokumentation dafür vorlegen. Wenn dein Unternehmensgewinn, wie gesagt, 100.000 oder 120.000 Euro ist, setzt den Unternehmerlohn an und dann die vereinfachte Ertragswertmethode. Dann brauchst du in der Regel keine externe Bewertung. Bei allem, was drüber liegt, würde ich dir schwer empfehlen, einen Wirtschaftsprüfer hier zu engagieren. Natürlich ist mir klar, dass auch der Steuerberater eine Bewertung machen kann. Vielfach ist der Steuerberater aber nicht unabhängig genug und hat natürlich ganz klar nicht das gleiche Standing beim Finanzamt wie ein Wirtschaftsprüfer. Aber natürlich lass dich beraten von deinem Steuerberater, lass dir anhören, was er dazu sagt. Er kennt dich, er kann sicherlich hier einen guten Vorschlag machen. Manche Steuerberater sind ja auch Wirtschaftsprüfer oder haben Wirtschaftsprüfer im Haus. Also hier solltest du dich von ihm oder von deinem Rechtsanwalt beraten lassen, um hier zu einer bestmöglichen Lösung zu kommen. Wie ich schon in vielen anderen Videos gesagt habe, ist es sehr wichtig, hier die Sachen in Deutschland korrekt abzuschließen, auch wenn es vielleicht finanziell wehtut. Du musst deinen Wirtschaftsprüfer bezahlen, du musst vielleicht ein bisschen Steuern bezahlen. Das lohnt sich aber hinterher, weil du in Deutschland tatsächlich eine hohe Verbindlichkeit hast. Wird also das Ganze einmal akzeptiert und dann zu den Akten gelegt, dann ist dieser Umzug auch bei den Akten und du musst dann keine Sorge haben, dass da später nochmal irgendwas aufgewärmt wird. Also das heißt, das lohnt sich für dich auf jeden Fall, das korrekt zu machen. Hier lohnt es sich nicht wirklich zu sparen. Wenn das Themen sind, die auch dich umtreiben, Umzug ins Ausland, Bewertung deines Unternehmens, Auswanderung, Steueroptimierung, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, sich steuerlich zu optimieren, ihr Vermögen zu schützen, neues Vermögen aufzubauen und hier einen interessanten Plan B zu schaffen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.